seid herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Vlog unsererseits aus China. Wir sind in Wuhan und ich bin auf dem Weg zum Frühstück. Damit geht es hier los. Unser Zimmer habt ihr gestern gesehen, was richtig nice ist und fancy. Und ich hoffe, ich habe Sie jetzt richtig verstanden, wo denn das Frühstück ist. Gestern. Wir haben jetzt ein bisschen versucht, schneller einzuchecken. So eine kleine Gübelise. Schnell aufs Zimmer auch wollte, nachdem ja, es ist gut, dass die alle so stumpf sind oder alle eklig und immer rumspucken, rotzen, kotzen, wenn man noch nicht mal als Didi-Fahrer merkt, wenn hinter einem einer in der Tüte göbelt. Deswegen bin ich auch alleine unterwegs. Da wird jetzt nichts dabei sein, was jemand hier frühstücken kann und oder will. Und das checken wir jetzt mal aus. Heute auf jeden Fall mit Achterbahn. Mir ist das egal. Wenn es nicht geht wie gestern, dann ziehe ich heute alleine los. Gestern hat der halber Tag, mein Gott, da stehe ich dir bei, da unterstütze ich dich, da ich dir brühe ich mal einen Tee und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Jetzt gucken wir uns mal das Frühstück an. Ich bin sehr gespannt, was es jetzt hier gibt. Die letzten Frühstücke sahen ja auch schon spannend aus. Ja, ich muss sagen, gibt auf jeden Fall eine coole Auswahl. Gibt auch noch Nudelsuppen, kannst du dir auch noch nehmen, aber das musst du auch noch irgendwie zusammenstellen. Ich weiß nicht, was in welcher Konstellation die sinnvollste Sache wäre. Und spannend war ein Dude, der mit seinen Essstäbchen aus den Buffetschalen sein Zeug genommen hat. Danke, Wuhan. Ja, es war gar nicht so schlecht, das Frühstück. Und das Süppchen auch sehr nice. Vor allem dieses Fresh Cooking. Ich glaube, das wird bei uns nicht dumm und dämlich sein. Also Fresh Cooking, ne? Ein paar vorgekochte Nudeln wärmt sie nochmal im Nudelwasser auf. Aber ich glaube, Systemgastronomie in Deutschland hat das schon lange durchgespielt. Scharf finde ich aber, dass sie, also scharf ist echt, du siehst so die Toppings, die alle drauf machen, siehst du das Chili, was sie drauf machen, denkst ja, klar, muss ich auch machen. Nein, musst du nicht, mach das auf gar keinen Fall. Beziehungsweise probier erst und dann. Also sie macht ja den ganzen Tag nichts anderes als Suppe aus der Kelle in eine Schüssel schütten und kippt alles daneben. Das war schon ein bisschen witzig. Hier steht einfach, dass Pornografie, Glücksspiel und Drogen verboten sind. Also steht Pomografie, aber ich glaube, Pomografie gibt's nicht. Wir sind jetzt vor die Tür gegangen und hier ist die Kreuzung direkt neben unserem Hotel, was ja hier ist. Und haben uns einen Didi gerufen, um jetzt zu dem Freizeitpark zu fahren, den wir heute besuchen. Und das ist erstmal super spannend, sich das hier reinzuziehen, wie das funktioniert oder auch nicht und wie viel Glück die haben und einfach über die Straße knallen. Und überhaupt mega witzig, interessant. Wir sehen auch interessant aus für alle anderen. Und unser Didi ist heute ein geiler Beiwagen, Alter. Das ist doch... Mega, ich lieb's, ey. Unser Didi ist heute aber ein Taxi. Da kam gerade eine Direktnachricht von dem, dass er mit einem Taxifahrzeug kommt, obwohl wir einen Didi fahren und bezahlen und machen und tun. Ich bin schon voll mit Pollen, die hier überall rumfliegen. Das ist auch crazy, das hat man gestern auch noch nicht. Gestern war aber auch wirklich diesig, grau, Smog, hässlich. Jetzt ist schön. Also so schön diese Bauten hier gegenüber sein können. Naja. Aber es ist auch nicht, also es ist eigentlich geil, irgendwie das so zu sehen, aber es ist auch natürlich nur geil, weil wir jetzt ja nicht wohnen. Genau. Wir fahren jetzt eine Viertelstunde zu unserem gewünschten Ziel. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo hier irgendwie eine Metro fährt. Wir haben unsere Tickets
Wir haben 1,60 € für die Viertelstunde Fahrt hierhin bezahlt und waren jetzt gerade so töricht und sind ins Visitor Center gegangen, weil nämlich die Kassen alle zu waren und wurden da erstmal 3 Stunden informiert und Gewicht gefragt und uns wurde jetzt gesagt, dass von den 5 Achterbahnen, die hier stehen, leider 2 heute nicht laufen. Sie hat die auch durchgestrichen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was er durchgestrichen hat, weil das auf Chinesisch ist. Ich habe Hoffnung, dass das Skywheel zu ist. So, wir sind jetzt hier vorm Parkplan, den gucken wir uns einmal kurz an. Bus Frisbee, die läuft auf jeden Fall schon mal. Ich habe ja Hoffnung, dass das Ding hier vorne fährt, aber da habe ich noch nicht ein Bild von gesehen. Die ist doch SBNO, die große weiße Bahn, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer. Was ist das denn schon wieder? Ach komm. So, du hast jetzt, was ist zu? Schnellfahrzeug ist zu. Schnellfahrzeug ist zu, natürlich. Und Holzflügel Drachenherz. Das klingt schlecht, weil das wäre der Dueling Woody Coaster. Ja. Das wäre ärgerlich. Das sind dann 3 Bahnen, die fehlen, nicht 2. OCT Trust SSC 1000 ist die Bahn, die hier steht. Die ist SBNO seit 23. Ist wieder mal ein S&S Air Launch Coaster. Oh, also der zweite Happy Valley mit dem zweiten S&S Air Launch Coaster, der direkt am Eingang sehr pompös steht, der nicht läuft seit 23. Jetzt habe ich natürlich noch die Hoffnung, dass sie das Ding mitmeinen, weil es hier noch steht. Das weiß man aber nicht. Wir haben auch gesagt, wir machen es jetzt, es bringt ja nichts. Wir kommen jetzt nicht nochmal nach Wuhan und dann nehmen wir schon mal mit, was man mitnehmen kann. Eintritt kostet um die 25 € pro Person. Ja, dann geht alle mal auf die neue Seite, dann bleiben wir einfach hier und sind genauso weit vorne wie ihr. Deswegen riechst du nach Farbe, weil die hier malen. Spannend. Was malen die denn an? Die Sockel. Die Sockel. Das ist voll schlau, jetzt die Sockel hier am Eingang zu machen. Ja, okay. Also wir werden dann auf jeden Fall dann über das sprechen, was nicht geht, und über das sprechen, was geht. Was willst du machen? Wuhan Happy Valley ist geöffnet. Wir sind drin. Haben unsere Tickets gescannt. Hier war es jetzt ohne Pass, dass man die scannen konnte. Und das Ganze ist hier mehr oder weniger ein Rundlauf. Den gehen wir jetzt auch. Und laufen jetzt erstmal unter dem S&S Air Launch Coaster her, der nicht läuft. Schade. Schokolade. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gleich hinkommen, was das erste ist. Aber wir werden euch natürlich in Kenntnis setzen. Mit dem Tunnel hier aber auch von da bis hier. Krass, das ist echt schade, ey. Ab 1,10 Meter. Ja, ne? Nee. Ja, ja. Oh, ei, ei, ei. Oh. Au, 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 au. Das ist richtig gar nicht gut. Das ist richtig. Ei, ei, ei. Ey, was ist das denn? Au. Es macht ja auch Sinn, auf 0 runter zu bremsen. Es macht genauso viel Sinn wie eine Space-Station im Space-Zug, als Mine Train in den Bergen fahren zu lassen.
Ecken. Ja, dieses Dark Red Fahrzeug, warum steht das da? Wow, wir sind die erste Achterbahn gefahren, ihr habt es gerade gehört. Ei, das gibt auf jeden Fall blaue Flecken an den Oberschenkeln. Eine Space-thematisierte Minenzug-Achterbahn, wobei der Minenzug nicht da ist, sondern auch das ist ein Space Shuttle. In der Spacing-Station und dann geht's auf dem braunen Mine-Train-Track, inspired by Vekoma, würde ich mal sagen, durch Kunstfelsen. Wie kann man so eine tolle Bahn wie Colorado Adventure zum Beispiel, eine der besten Bahnen der Welt, so schlecht nachbauen? Also die haben sich, glaube ich, auch mehr bei Disney inspirieren lassen, weil die haben da gemerkt, ey, das ist voll der laute Lift, ja, das bauen wir auch. Aber guck mal hier, man sieht sogar diesen Quatsch. Dieser Space eingehauste Lift in dieser Szenerie. Was zur Hölle denkt man sich dabei? Ja, alte Autoscooter Jason gut genutzt. Oder ist das hier so ein bisschen Area 51 angehaucht, aber das macht auch keinen Sinn. Wir laufen einmal jetzt hier noch rum, da sieht man nochmal die Bahn von der anderen Seite. Und ich glaube, ich habe einen Autostunt schon entdeckt. Ich glaube, die fährt nicht mehr, aber wir wollen einmal sicherheitshalber gucken. Ach, du heiliger Strohsack, ey. Das war jetzt aber ein Erlebnis. Oh Mann, ey. Wir durften übrigens nicht in die letzte Reihe. Wir waren nämlich die zweiten, die jetzt heute da waren. Und wir mussten uns in die zweite Reihe setzen. Okay, das sieht nicht aus, als ob hier noch mal was geht. Aber irgendwie stehen die Autos da kreuz und quer. Ich verstehe es noch nicht. Das Wichtigste habe ich noch vergessen zu sagen. Dieser Space Mine Train heißt Star Trek. Oh. Sind das hier die Paradewagen, die einfach... Das ist, aber nee, das, was? Oh Mann. Ja, hier ist so eine Chill-Area, die sieht ganz süß aus. Aber was ist das mit den Fahrzeugen hier wieder? Okay, das ist auch geil. Geile Flak. Also irgendwie Motorradtank, Lüfter aus dem Computer. Weiß ich nicht, was alles vorne dran. Es konnte vielleicht mal Feuer spucken. Ja, ist klar. Chinesische Mad Max. Was? Ich glaube, man kann das hier fahren. Du kannst das hier mieten und fahren. Okay. Ja. Hier ist es richtig geschrieben. Auch wild. Irgendwie suspended. Weiß ich nicht. Aber Rapunzel ist auch damit drauf. Und man hat einen Hut auf, wenn man da sitzt und klein genug ist. Ist das die Maze? Es macht um 11 erst auf. Ja, so wie wir es befürchtet haben, es ist der Dueling Wooden Coaster, der heute geschlossen ist. Zweiseitige Holzachterbahn. Boah, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Ja, ist ja auch Dead Trousers. Warum kann das hier nicht geschlossen sein? Statt des anderen. Da bin ich jetzt nicht scharf drauf, wenn ich ehrlich bin. Grüße gehen raus nach München. Ja, gigantischer Wartebereich für das Ding. Mit Bänken, das wäre aber... Das braucht man doch dann. So, wir sind jetzt aber auch auf der anderen Seite von dem Ride. Jo, das sieht hier schlecht aus. WeChat übersetzt das gerade.
Ausrüstung im Umbau. Bitte warten Sie. Okay. Schade. Mano, das ist echt ärgerlich. Der Dwelling Woody wurde gerade gefragt, wer das gebaut hat. Keine Ahnung. Ich glaube Martin und Flemings mit PTC-Zügen drauf. Die bohren und hämmern auch an der Bahn rum. Und Highlight ist hier hinter mir das High-Five-Element. Wir sind in China. Ich weiß nicht, ob überhaupt die 2 Züge parallel fahren würden sie unterwegs sein. Das traue ich denen nicht zu. Gut, und die Frage ist immer noch, sind 2 Achterbahnen, die nicht fahren, diese beiden Seiten oder ist es noch eine weitere Bahn? Und wenn es noch eine weitere ist es die große vorne oder ist es eine von den anderen noch? Fragen über Fragen. Also es ist eigentlich ziemlich klar, dass es nicht diese beiden nur sind, weil das waren ja verschiedene Achterbahnen, die er da durchgestrichen hat, in verschiedenen Größenbeschränkungen und so. Deswegen, aber es ist ziemlich plausibel, dass es die von S&S ist, weil die Achterbahn hieß ja übersetzt Schnellfahrt oder sowas und das Ding heißt ja Speeding. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es diese Achterbahn ist, dass wir somit die 2 SB&O-Achterbahnen gefunden haben und gehen jetzt weiter. Scheiße. Mensch, Schnürsenkel aufgemacht. Ja, nie gibt es einen coolen Abgang. Nie. Geschweige denn Auftritt. So Leute, wir müssen hier warten, bevor wir in die Station dürfen. Dann kommt immer jemand und macht hier auf. Logisch. Maintenance.向右转，向右转，左转弯，左转弯，右转弯，右转弯。前方大路超车中，我们加速超车往前冲，动动脖子，扭扭腰，放松心情，准备好。Nee. Oh. 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 Gott. Oh. Nee. Nee. Ekelhaft. Oh. Nee. Oh. Nee. Bitte greif, bitte greif, bitte. Oh. Ja, hat geklappt. Oh. Das ist nur geradeaus, da sind keine Kurven drin. Wie kann das so schlagen? Macht das bei den Brücken aus? Heftikus. Aber wir haben Spaß gehabt, denn es gab erstmal Aufwärmübungen, bevor wir einsteigen können. Finde ich total geil, kennt man ja aus Asien. Ja, erstmal warm machen, dann einsteigen, Gurt anlegen, Bügel zu. Und dann haben die so Schlaufen an der Kopfstütze und an denen hält man sich bitte fest. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, das haben wir gemacht. Warum ist da eine Kette an der Schiene unten? Hä? Aber wahrscheinlich irgendwie, wenn der Zug irgendwo verhungert oder was, da ist ja auch eine Seilwinde. Hat das damit was zu tun? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich möchte das fahren, aber das geht nicht.
overcomers anthem. Moving mountains and then some. Got the keys to the kingdom. So by faith we already won. Whole squad got a war cry. Tell the enemy it ain't a fair fight. Cause the battle's already yours. Check the scoreboard, yeah. 1,000 fall to my left. 10,000 fall to my right. But I'll win. I'm with the Most High. You got me set for. You got me set for life. Angels in heaven. On my side. Rain and I cry through the night. But you got me set for life. It's the overcomer. We don't look like what we've been through. Let the lightning flash and the thunder roll. Somebody tell the wind it can blow some rain too. My refuge, yeah. With you, I can really run. The battle's already. Check it. Yeah. 1,000 fall to my 10,000 fall to my 10,000 fall to my you got me set for. You got me set for life. Angels in heaven on my side. Angels in heaven on my side. Praying I cry through the night. But I'm alright. You got me set for. You got me set for life. We got it. For life. You don't have to worry. You got it. You got me set for life. I know I'm alright. 'Cause life. You got me set for. Got the keys to the kingdom. So by faith we already won. Whole squad got a war cry. Tell the enemy it ain't a fair fight. 'Cause the battle's already yours. Check the scoreboard. Aha. Warum ist das so ein offener Saloon einfach? Ja, vor allem, du kannst ja auch dann hier sitzen. Was ist das denn für ein Quatsch hier? Was ist denn hier so eine Show? Hier war mal eine Show, hier ist noch eine Show. Hier, da sind irgendwelche Figuren. Lass uns erstmal alle vorgehen. Ich sehe auch gar nichts. Au. Okay, was geht hier ab? Also auf der Kamera sehe ich mehr als im echten Leben. Mit. Ach, du da hinten hier. Es gibt hier ein Maze, das haben wir jetzt auch gemacht, langer Durchlauf, sehr dunkel, man sieht fast gar nichts. Dadurch, dass es alles so ein bisschen trashy und shitty ist, ist das noch viel gruseliger als eigentlich gestaltet. Also, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall haben sich die ganzen kleinen chinesischen Mädels hinter mir versteckt und mich vorgehen lassen, aber haben den Kontakt gewahrt, also sind nah dran geblieben im Windschatten, dass sie jetzt nicht die ganzen Scares abbekommen oder geschützt sind oder whatever. Was ist das denn noch? Da wohnen Leute drin, glaube ich. Oder so. Ja, crazy Rundlauf, aber es gibt auch noch eine kleine Insel in der Mitte, da müssen wir gleich noch mal hin, aber wir laufen noch einmal rum. Hier ist noch ein riesen Knifte. Aber das ist, glaube ich, das ist der Westernbereich, wo dann dieses Fjord-Style Topspin-Gerät steht. Ja. Wir suchen noch einen interaktiven Dark Ride. Das ist die Typhoon Bay. Das ist so ein Hybrid irgendwie. Ja, der Typhoon hat wahrscheinlich alles, was es so gibt, dahin gespült.
So, wir machen jetzt den Crazy Scooter Maura Rides X-Car Coaster gelauncht. Und hier auch mal als Beispiel, ab 1,30 Meter dürft ihr mitfahren, bis maximal 1,90 Meter und maximal 60 Jahre. Das ist in China auch so ein Ding. Eben der Dingens war 55 nur. Echt? Ja. Das ist, ich weiß so nicht, ob das war das jetzt das Skywheel oder war das der Woody, weiß ich nicht, wo ich gesehen habe. Das ist auf jeden Fall hier auch so ein Ding. Und hier ist auf jeden Fall voll. Das wird ein bisschen dauern. Die fahren mit einem Fahrzeug, wo 6 Personen reinpassen. Gurte, Bügel, Tamtam, tralala. Schade. Hoppa! Ja, Maura Rides X-Car Coaster, der Crazy Scooter. 3/4 Stunde gewartet, jetzt noch diskutiert, weil die Mitarbeiterin einfach nicht imstande war, den Bügel zu bewegen, weil sie so schwach und klein ist. Und sie aber unbedingt die Raste hören will. Und die andere hat sie auch dafür ausgelacht. Ich habe keine Ahnung. Ja, sind wir gefahren, Haken hinter. Geiler FOH. 俩人结完事之后要干嘛？哎，看他们的心路历程，好不好？来，双方来到了。 Band. Das war mal ein Ride. Okay. Dreht sich nicht mehr. Ah, doch, jetzt fängt er an. Zu spät. Bah. Was ist denn mit meinen Augen los? Ist das dumm? Sicher, dass das nur Schwarzlicht ist und nicht irgendwie Röntgenstrahlen oder so? Das habe ich ja noch nie so extrem gesehen. Na gut. Boah. Ei, ei, ei. Da fehlen überall die Köpfe, ne? Voll der gute Effekt. Ja. Weil das Licht da auch sehr lang läuft. Ja. Ah, crazy. Spät, ne? Ja, wir sind jetzt noch in ein zweites Maze hier reingestolpert. Das war richtig stark. Zirkusthema, wo wir jetzt bei Tieren sind. Was geht denn hier ab? Da ist nur noch der eine Stör da, oder was? Ah, da hinten sind auch noch ein paar Fischlis. Krass.
Aber weil ich gerade gedacht habe, warum hat eigentlich noch keiner einen Zoo-Maze gemacht? Immer nur Zirkus, einfach nur richtig fiese Zombie-Tiere. In so Käfigen da auch, wie das waren, so, die halt freidrehen. Das war schon sehr cool. Also das nicht schlecht. Es ist immer noch Hochzeit irgendwie, aber er will nicht. 没这人，我跟你说多少遍了？ Das ist auf jeden Fall Stressmess. But I win with the most high. You got me set for life. Angels in heaven. On my side, bringing that temperature shine. But I'm alright. You got me set for life. You got me set for life. You got me set. Das Balloon Race hinter mir wurde gerade mal kurz gecheckt mit einem Thermometer, so ein Laserthermometer, ob das noch fahren darf oder ob es schon zu warm ist. Was sind denn hier für crazy Figuren in den Kugeln? Da ist aber für die Uschi was dabei, oder? Warum? Wie süß ist das denn? Aber auch hier voll groß. Ah, die muss man da zusammenbauen, ne? Das sind das so Klammbausteine. Mein Glück, dass das generisch ist oder irgendwelche Lizenzen und nichts vom Park selbst. Topsy Turvy. Den Weg freigeschlossen. Geht's jetzt mal weiter hier? Ne, wir drehen uns immer noch im Kreis auf derselben Stelle. Über so eine wackige Holzbrücke. Und das ist ganz schön magisch. Jetzt ist da so ein bunt beleuchteter Tunnel hier bei uns, also bei mir. Aber da sind wir noch nicht drin. Nee. Ich fahre schon wieder mit Vollspeed durch den Tunnel hier. Ja, es ist so groß, was im Auto ist. Ja, wir sind jetzt gerade in einen nicht gelisteten Dark Ride gestolpert, einen VR Dark Ride. Also irgendwie im Keller fährst du da rum, das ist komisch. Und dann, also ich hatte dann die VR-Brille auf und wo du hinguckst, da ballerst du dann hin, wenn du den Knopf auf den Bügel drückst. Ganz komisch. Aber der Ride-Op, der hat das ganz süß versucht zu erklären, hat sich ganz viel Mühe gegeben mit seinem Englisch, Denglisch oder Chenglisch. Das war cool, also dass er das so gemacht hat. Windsurfer ist der nächste Ride und der letzte Credit für uns ist nämlich die Grauzone, wie auch schon vorgestern. Aber auch hinten so ein Flugkarussell, so eine kleine Bootsfahrt, so eine Berg- und Talmäßige, cool. Cuando me metí contigo más yo no sabía que yo iba a querer verte todos los días. Ahora soy un adicto, ni me creía. Te la sabes toda como una hija. Como tú me pones, ni te imaginas. Tu cara la veo en cada esquina. Mi juego eres tú quien lo domina. En pocas palabras tú me fascinas. Después que te probé, no quiero otra más que no seas tú. Que no seas tú. Una mami como tú me tiene bien asfixiada, enamorada. No quiero otra más que no seas tú. No quiero otra más que no seas tú. Bisschen mehr Spaß. Como sea. Spaß. El alma tú me reseteas. Du. Con lo rico
negativa tú no me picheas. Trátame serio y ya dejemos el misterio. Lo que tú buscas yo tengo lo necesario. Contigo yo quiero hacer un imperio. Tú eres la diosa de mi rosario. Después que te probé, no quiero otra más que no seas tú. Que no seas tú. Una mami como tú me tienes bien aficiado, enamorado. No quiero otra más que no seas tú. No quiero otra más que no seas tú. Eso está ready. Eso está Ella nunca me nítido. pichea. Lo rico que me coquetea. So, den Surfcoaster oder wie auch immer man es nennen möchte, haben wir jetzt mitgenommen und warten jetzt gerade darauf, dass die Giant Frisbee von Hus fährt, um davon nochmal ein Bildchen zu machen. Hier könnt ihr übrigens Bungee springen im Park. Müsste theoretisch auch abcharged sein, da kommen wir glaube ich gleich noch vorbei, weil es soll auch noch weitergehen zum Hus Park Attractions Aussichtsturm, der nämlich auf dieser Insel steht. Da können wir mal von oben uns das Ganze hier in Wuhan angucken. Und ich glaube, hier ist jemand auch vorbereitet auf Hus Park Attractions. Wenn ihr in Wuhan oder sonst wo auf der Welt auch mit einem Hus-T-Shirt rumlaufen wollt oder einem Zierer-Shirt, das ist kein Zierer-Shirt, Sternchen, ridereview-shop.de, da findet ihr eine wilde Auswahl in verschiedensten Farben und Größen, wo ihr euch da zusammenstellen könnt. Und dann gibt es ein richtig nices Shirt von uns selbst gemacht und verpackt. Kennt ihr ja, wenn nicht, verlinke ich euch gerne auch nochmal ein Video, wenn ihr danach fragt. Ja, man muss dafür das Bungee-Jumpen extra bezahlen. Irgendwie so knapp wie der Eintritt oder genauso oder mehr, man weiß es nicht so genau. Haben uns jetzt auch nicht die Arbeit gemacht, das alles zu übersetzen. Und dann war ja hier heute Morgen noch so ein Schloss, wo man rein konnte, wo man nicht wusste, was da drin ist. Das ist eine Eiswelt. Da drin schneit's, da sind Rodelbahnen aus Eis und Schnee. Ja, wir gehen mal weiter zum Turm. Irgendwas haben wir auch wieder hier verpasst, irgendeine Aufführung. Okay, also er geht mit Riesenwürfeln weg und sie hat hier noch Karten. Did you overthink? You took a couple steps towards me and I said, hey, you seem a little nervous, but don't worry, cause it's working so well. No, I don't kiss and tell, when you promise me the world. Oh, I hope you keep your word. Tell me more.
might kill me when they hear that I might want you, baby. This ain't another thing. Give me that time and keep on doing your thing. My girl, baby, I get so wild. No, I don't kiss and tell. And you promise me the world. Oh, I hope you keep your word. Tell me more. What do you mean? Papier. Ihr wisst ja, wie gut ich in sowas bin, ne? Wow. Das schmeckt auf jeden Fall nicht nach Pineapple. Ist wie Mojito, ne? Leichter. Schmeckt gut. Da haben sie mich jetzt hier so, weiß ich was geholt, am Straßenrand. Jo. Jetzt habe ich die Uschi gemacht. Ja, das ist mit Pineapple. Lecker? Sehr lecker. Probier aber auch mal. Will ich nicht von sterben. Leute, ich schneide gerade den Vlog, den ihr jetzt gerade seht und dachte mir so, wow, diese fancy Drinks, die wir die ganze Zeit auf der Tour getrunken haben, da hätte ich noch mal Bock drauf, aber ein bisschen schwierig muss man sich alles machen und ihr kommt da ja auch nicht so leicht dran. Aber es gibt verrückte neue Sachen von Holy, zum Beispiel den Matcha Apple Kiwi als Hydration. Das ist jetzt ganz neu am Start ab, jetzt bestellbar. Link ist auch in der Videobeschreibung und mit Ride 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung. Und wenn ihr euch denkt, Hydration möchte ich nicht, oder ich möchte nicht so viel, gibt es auch Probierpakete und unter anderem von dem Matcha Milkshake oder dem Matcha Energy. Und der ist sogar noch mit Erdbeere. Digga, also fancy Drinks auch jetzt für zu Hause. Checkt das gerne aus, Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten gucken wir jetzt mal weiter, was wir denn noch in Wuhan treiben, weil mit Happy Valley allein war es das noch nicht. Wir kriegen auf jeden Fall noch einen richtig, ja, gegen den Kopf geschlagen heute. Da ist noch keine Klemmbaustelle, ich dachte gerade schon. Ich habe erst das gesehen und guck mich kurz erschreckt. Peoples, wir haben unser Getränk zu uns genommen. Also ich, Uschi nippelt da noch rum. Und jetzt sind wir wieder vor dem Wuhan Happy Valley. Haben uns ein Didi bestellt, nachdem wir nämlich gerade erstmal geguckt haben, wo wir ungefähr hin müssen. Ich glaube, ja, irgendwie müssen wir uns hier hinstellen, dass wir den sehen, dass wir aber nicht überfahren werden. Genau. Und wir fahren nämlich jetzt zu einer Mall. Wir müssen jetzt mal gucken. Und das ist die, was ist das für ein Auto, was wir haben? Weil hier ist ein Auto gerade vorgefahren. Guck so doof. Deswegen frage ich nur. Weil es hat einen Fahrer, ja. Also beim Didi kannst du jetzt nicht den Wushang Dream Park eingeben, sondern muss Wushang Dream Plaza. Also das ist irgendwie die Mall, aber das ist nicht die Mall, die bei RCDB irgendwie namentlich genannt wird. Didi braucht irgendwie was anderes. Das heißt nicht, dass das irgendwie da falsch ist, aber das ist das, was Didi braucht. Und der ist in insgesamt 4 Minuten da. Wir stehen ja noch hier vorm Park und dann fahren wir aber 20, 25 Minuten. Ne? Ist eine Ecke, die wir fahren. Und das ist ein Indoor-Freizeitpark, so wie ich das gesehen habe, aber mit einer ziemlich interessanten Achterbahn. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, was das kostet. Aber hier kommen auch noch Leute und es fängt gerade irgendwie an zu regnen. Ja. Also haben wir es ganz gut getimed, obwohl wir es nicht getimed haben. Wir waren echt lange jetzt hier. Was haben wir jetzt schon? 2 Uhr. 2 Uhr schon. Boah, hat schon irgendwie gezogen. Und wir haben nur bei der einen Bahn eine Dreiviertelstunde gestanden. Sonst haben wir nirgendwo angestanden.
So, wir sind jetzt in der Dream World, ne? Oder? Dream Park World? Dream Park? Einfach Dream Park. Ne, Wushang Dream Park, irgendwas, was weiß ich. Haben den auch relativ schnell gefunden in der Mall. Ist dann, sobald du eine Rolltreppe siehst, wo irgendwie das Branding eines Parks drauf ist, fahr mit der. Die wird dich irgendwie am Ende des Tages wirklich dahin bringen, wo du hin musst. Und wir suchen jetzt irgendwie erstmal den Coaster, der ziemlich interessant sein könnte. Wir haben vorne, gibt es dann nur so Self-Service-Ticket-Schalter. Und da haben wir dann, die kann man nicht umstellen, die bleiben auf Chinesisch. Und dann haben wir uns selber das Ticket rausgesucht, das sind schon Achterbahnschienen, selber das Ticket rausgesucht, was wir meinen, was wir brauchen. Und haben dann nur eine Mitarbeiterin gefragt, ob das auch stimmt, weil das ist ein Touristenticket für 110 Yuan. Und daraufhin wurden wir in ein Büro entführt und dann wurde uns das alles nochmal übersetzt, was wir schon verstanden hatten. Wir müssen irgendwie nach oben. Ja, hier ist eine Rolltreppe. Das ist auf 3 Etagen, hier ist es echt gigantisch groß. Ja, wir gucken jetzt erstmal, wie das mit der Achterbahn läuft. Dann berichten wir darüber und über Weiteres. Seine Kinder hier parken. Nein, hier die Ecke. Oh, das sieht man sogar. Ja. Opa. Junge, ist das schnell. Wow, so schnell. Crazy. Too much. Oh. Was Beklopptes. Ja, wir haben direkt zur Achterbahn gemacht und Reverse City macht keinen Sinn, aber das ist der Name der Bahn. Jinma Rides Suspended Rollercoaster. Das Ding macht um 12 Uhr auf und 18:30 Uhr wieder zu. Der Park hat eigentlich länger auf, nicht lange auf. Ich glaube, hier darf man maximal bis 50 Jahre mitfahren, wenn ich das so sehe. Aber das Schild sagt 60 Jahre. Ab 1,20 bis 1,90. 1,80, keine Ahnung. 60 Jahre. 90 Kilo. Steht, wo steht das nochmal? Irgendwo hier stand das.
Draußen stand das. Muss nur reinpassen und sagen, dass du 90 Kilo wiegst. Oder drunter. Ja, Suspended Coaster. Die haben auf jeden Fall bei der Schiene, vor allem mit der doppelten Backbone, bei Intermin auf jeden Fall mal ein bisschen geguckt, wie das aussieht. Dieser Zug ist der absolute Blödsinn, aber da auch wieder die Bügel mit so Softwesten. Aber du hast einen Fuß... Haben wir das vergessen vor der Bahn? Nein, das ist einfach nur Unterhaltung. Sicher? Ja, das ist nur Unterhaltung. Wir mussten uns gerade eben warm machen. Also es ist jetzt nicht absurd, dass man sich hier vorher warm machen sollte. Auch hier in der Warteschlange wieder Bänke, das ist cool. Wir sind echt fast alleine hier in dem Park. Ne? Das sieht total crazy aus, diese Achterbahn. Und hat 2 LSM-Lounges und 2 Dark Ride-Sektionen vorher. Und der erste ist hier da draußen. Und ja, die haben irgendwie sich gedacht, wir bauen so eine Art Airtime-Hügel in einen Suspended Coaster ein. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das schlägt ordentlich. Man sieht auch, dass da der Lack fehlt. Und hier, genau hier drunter, das sieht man sogar, hier ist der Tunnel unten drunter. Und hier oben ist die Steuerung von den LSMs. Die übereinander zu bauen, ist auch schlau. Das ist nämlich der zweite Lounge. Wir fahren aber in den Dark Ride Part, den zweiten, bevor der zweite Lounge kommt, mit einem Affenzahn da rein. Das geht auf keine Kuhhaut. Und wir unterbrechen kurz das Video, weil es wird gefahren. Das heißt, wir müssen euch einen Offride mitbringen von diesem unfassbar hässlichen Zug. Wir haben kurz gewartet noch nach dem zweiten Lounge und Sample Tags auf dem Schild. Hat man noch nicht ausgefüllt. Und ich hätte das eben in dem anderen Park auch gesehen. Wieso klingt das hier so komisch? Blab, 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 blab. Hörst du das? Es ist voll das Echo hier drin. Komm mal hier hin. On this point. Und dann sag mal was. Oh, hä? Was ist das denn? Was ist denn hier? Was ist auf dem Gitter los? Ich geh mal lieber da runter weg. Das ist gruselig. Das haben sie... Die Bahn noch gar nicht zu Ende erzählt. Leute, die Bügel bleiben nicht oben, wenn die offen sind. Die fallen die ganze Zeit wieder auf den Kopf, aber sind so halb offen. Dann kommt ein Gurt rein, du hast ein Over-the-Shoulder-Lap-Bar mit Softweste, die chinesisch typisch dann mit einer Ratsche quasi hinten festgezurrt wird, dass du da drin bist. Bequem ist das nicht, gut fahren tut das an einigen Stellen auch nicht, aber der LSM ist schon sehr überzeugend, also das ist krass. Und grundsätzlich ist das ja auch nicht verkehrt, aber irgendwie klick, 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 klick. Man muss das mal ein bisschen mehr in den Bogen reinbringen. Aber mega spannend, das Ding jetzt gefahren zu sein. Und selbst wenn wir jetzt nichts anderes mehr hier machen, ist, glaube ich, 14 € für 2 Fahrten auf dem Ding eine gute Investition gewesen. Auch wenn das hier ziemlich teuer ist. Das große Pendular ist heute geschlossen. Das haben sie vorher gesagt. Das steht vorher dran. Klar kommuniziert, mehrfach auch gesagt. Das war auch eben im Wuhan Happy Valley genauso. Dass die 2 Achterbahnen nicht laufen, haben sie uns mehrfach gesagt und überall gezeigt. Also das ist wirklich sehr transparent, das finde ich crazy. Heißt auch, dass sonst immer alles dann läuft. Das ist echt krass gestaltet hier. Da ist noch ein Autoscooter. Ich habe einen Wellenflieger gesehen. Ich weiß nicht, wie wir uns hier noch irgendwie verteilen. Ich glaube, ich mache euch ein paar Impressionen jetzt hier rein über das, was hier steht, weil das sind so die Standardsachen, die in so einen Indoor-Freizeitpark gehören, aber hier mit wirklich sehr starker Thematisierung und Gestaltung, was das Gleiche ist. Aber ich glaube, ein paar Schnittbilder bringen euch da jetzt ein bisschen weiter und ihr seht ein bisschen, was hier drin los ist. Keep thinking you'll pull up and hit my main sound. The pain gets too much. Now the game's wild. Keep thinking you'll pull up and hit my main sound. The pain gets too much. Now the game's wild. Still my love, don't understand. 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 Listen on my heartstring, baby. You're that loosen on my heartstring, baby. You were the one to pull it and keep going, pull it and make bones, steady how they go. You were the one to pull it and keep going, pull it and make bones, steady how they go. You were the one to pull it. You were the one to pull it. Love the time we shared. Used to dry your tears. You learned to braid my hair. Our timing unprepared. I know I never dared to let you interfere. That would interfere with all of our affairs. I know I played some games that had you going crazy. I know I told some lies that have you seeking truth. And I was so surprised to see you in that booth with some other guy that had me getting loose. I gotta keep it tight. I hope you hear this tune.
I know that line was bait, cause I've been fishing, boo. My ego been bruised. I need to calm down, cause I've been texting you, deleting all the lines, rewrite them all again, cause love is hard to find. Wir haben noch einen Ride mitgenommen, und zwar das Haunted House. Und das ist kein Maze, kein Walkthrough, wir haben heute schon genug Mazes gemacht, sondern ein Fahrgeschäft. Und zwar ein Drop Tower hier drin. In der Halle ist ein eingehauster Turm. Ich weiß nicht, ob das ein Soundeffekt oder der Ride ist. Und das ist ganz nett gemacht, showmäßig, jetzt nicht so gut funktioniert. Man würde meinen, ein Laden, der hier überall, keine Ahnung, wie viele Moving Heads hängen und stehen hat, wird da so ein bisschen mehr machen. Die hat noch mal ein bisschen mehr. Weiß ich nicht, was das ist. Da sind Bilder, wie sie da sitzt. Wir gehen mal was gucken. Alles, oder? Ja, wahrscheinlich alles. 让我们打开时间隧道，领略每个时代的魅力，激活时间装置，稳住，发射，听我口号，大家一起把手举到空中，就是现在，出发！那么好，我们成功的穿越，小心射中了霸王龙，大家别慌，安静，我想他可能看不到我们。 前方有陷阱，小心！快进入墓道。法老们正在试图打开我们逃脱这里。朋友们，举起你们的手，继续努力！太好了，你们做得很棒，帮助他们打开了墓门，让我们带着圣地里波塞冬。水被抽干了，我们继续出发。啊，不好，时空装置被猴子抢走了。我们快去化作和神奇的发明变活的样子。 守卫衰龙大马趴，这些连锁反应可真是太有意思了。欢迎来到未来。我们被 AI 带到了另一个时空隧道。非常完美的一次时空旅行，不是吗，伙伴们？Ja, nachts im Museum Dark Ride gibt es jetzt doch noch auf der Tour. Nimm das Malaysia. Genting, ja. Ja, wir sind jetzt gerade in einen Dark Ride reingestolpert und der hat halt ein Motion-Base-Fahrzeug und ist man nachts in einem Museum und dann wird alles zum Leben erweckt und auf einmal, wie haben wir den Zeitsprung zu den Ägyptern gemacht? Da hat mich die Story kurz verloren, weil ich so irritiert war, dass wir die ganze Zeit rückwärts fahren. Und irgendwie die Drehungen nicht so synchron sind zu dem, was man machen muss. Das ist einfach nur zum Reingehen, dieses Riesenschloss in der Mitte. Und es halt hier drin auch wieder wunderbar. Da draußen ist nämlich der Ton, der Ton. Ist der Ton? Akustik heißt es. Gut. Dann gehe ich hier wieder raus, das klingt schlimm. Ja, wir fahren irgendwie voll viel rückwärts und dann passiert links was und das Fahrzeug dreht sich schon nach rechts weg. Dann sind wir zu spät, alle Leinwänden, drehen uns zu früh wieder raus. Aber das Fahrzeug bewegt sich ziemlich gut.
hat sogar Vibration mit drin und alles. Also das war jetzt grundsätzlich nicht schlecht, aber es ist dann wieder die Showsteuerung und das Drumherum und Tamtam. Da mangelt es hier ein bisschen. Wolltest du gucken, was mit dem Jungle da ist? Das ist da irgendwie Character-Show. Hier macht übrigens alles irgendwie erst um 12 auf, aber es sind auch, weißt du, so normale Karussells, die sehen richtig schön aus. Und damit euch nichts passiert, ist hier alles auch nochmal gepolstert, ne? Dass ihr nicht den Köpfchen stößt. Das ist auch gepolstert. Ich wollte gerade sagen, das nicht, aber das ist auch gepolstert. So, was haben wir hier? Ich glaube, das ist nur ein Spielding für Kiddies. Geht das dann bis oben durch? Okay, guck doch einfach mal in das Bällebad rein. Da musst du nicht lesen und Bilder vergleichen, sondern das ist einfach nur ein Bällebad. Also wenn du da rein möchtest, kannst du gerne da rein. Darf ich nicht. Darfst du nicht? Nur bis 1,40 Meter. Geht das doch. Da weiß man auch nicht, gehören die zum Cast oder sind die einfach Parkgäste? Was zeigst du? Hinten war noch was. Ja, aber kann man nicht irgendwie mich einen Satz ausreden lassen? Ja, also das war auf jeden Fall ein auch sehr langer Dark Ride. Crazy, ey. Voll die Überraschung, voll cool. Irgendwas ist hier noch in der Ecke versteckt mit Flyers. Flying Station, heißt das so? Was mag das wohl sein? Und dann ist es das auch schon an Attraktionen. So viele haben die gar nicht. Aber als Tourist bezahlt man auch weniger Eintritt als alle anderen, was ja ganz okay für uns ist. Aber auch ein bisschen arschig für alle anderen. Was haben wir hier? Die Flying Station. Guck mal, die macht um 10:30 Uhr auf. Gerade Surround Audio Video Experience. Ja, das ist ein Club. Jo, ey. Was haben die hier für thematisierte Toilette? Ne, das ist ja der absolute Hammer. Geilo, komm mal hier. Das ist ja cool. Mega. Jetzt, wo es hier ein bisschen ruhiger ist und nicht so viel los ist, habe ich ja gestern schon mal erwähnt, vorgestern, so Lappen hier vor den Toiletten. Ich kann das schon mal mit hier reinnehmen. Und es gibt natürlich Classic Pissoirs, aber ihr müsst natürlich auch aufpassen. Also, ich weiß nicht, ob ihr aufpassen muss, aber ihr versteht den Unterschied. Und ein ganz großer Unterschied zu Deutschland und dem Rest der Welt oder überhaupt. Hier ist das Klopapier. Wenn ihr euch jetzt denkt, Moment, wie ist das Klopapier? Ja, das ist hier bei den Waschbecken. Ihr müsst euch vorher passend euer Klopapier mitnehmen. Und sonst sitzt ihr ohne da. Muss man gut kalkulieren. Das nenne ich Ingenieurskunst hier. Zack. Perfekt. Super, thematisierte Toilette hier. Mega. Man muss die Tür hier nehmen, weil die sind nämlich alle abgeschlossen. Die sind alle abgeschlossen, weil man muss nämlich dann die Tür rausnehmen. Das ist immer so. Ich glaube, ich kirre. So, hier ist abgesperrt, das ist ein Schaufenster. Aber sie muss ihr Handy laden. Legitim. Tryna play it cool. You don't gotta say it to me. It's in the way you move. Baby, push up on me. We ain't a function like nobody's here but me and you.
like you want me. It's the way you make me feel. So sweet. I want it if it's real. So sweet. Jo, wir sind 35 Minuten durch Wuhan geknallt. Wilde Fahrt, sind im Stadtpark angekommen, direkt am richtigen Eingang. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier was gibt. Sieht ein bisschen ausgestorben aus. Das kleine Ding da ist das ist eine Achterbahn, die nicht eingetragen ist. Neue Achterbahn entdeckt, die leuchtet auch noch. Ja, das heißt noch nichts, weil wir müssen erstmal bei der großen hier gucken. Und die ist echt groß. Also Double Corkscrew Loop und Sidewinder oder was ist da mit drin? Ach du heiliger Strohsack. Ich bin gespannt, ob das was gibt. Wäre natürlich cool. Hallo. Ach du Heiliger. Das klingt eher nach dem Zahnarzt. Naja. Was die das hier machen? Ja, toll. Geht das so? Oh weh. Wir haben auch hier beim Mittagstisch gestört. Ja, ich glaube auch. Kriegst auch Lungenkrebs hier bei der Durchfahrt. Wink doch mal! Okay. Ja, oder? Das ist nö. So, was ist der richtige Track? Was ist der Track, der Deko ist? Welchen fahren wir? Toi, toi, toi. Mein Wagen wackelt. Nach links und rechts. Soll das so? Weil jetzt machen die wahrscheinlich alle zu, die noch nicht zu haben. Wir sind Enten gefahren.
Die Achterbahn gerade entdeckt, die gibt es noch gar nicht in irgendwelchen Rollercoaster Databases, müssen wir also eintragen. 20 Won für die Fahrt und wir haben, glaube ich, sehr viel Glück, dass sie alle hier immer am Handy hängen und nichts mitbekommen, weil ich glaube, der Park hier macht um 17 Uhr zu, wir haben jetzt 17:09 Uhr und sie macht jetzt gerade nach uns zu. Wir waren aber auch nicht vor 17 Uhr bei ihr und wir haben gerufen, gewunken, gemacht, getan. Sie hat nicht reagiert, sie hat nichts gemerkt. Dann habe ich gesagt, lass mal den Riegel vom Tor wegziehen und das Türchen aufmachen. Das triggert die safe. War sie da. Da haben wir, glaube ich, Glück gehabt. Dann sind wir noch den Tukan gefahren. Jimma Rides Family Coaster, der befindet sich hier neben dem Sportplatz und neben Controlled Aircraft. Ja. Und das ist ein richtig schöner Zug eigentlich, mit einem großen Tukan vorne drauf. Den kriegen wir jetzt nicht so ganz ins Bild, aber die sitzen da jetzt noch. Der hat sogar elektronische Bügelüberwachung, damit die eine Mindeststellung haben. Das erwartet man eigentlich nicht. Ja, wieder so ein typischer Stadtpark. Die haben sogar ein Riesenrad, was gerade noch fährt. Krass. Ja, Autofahrten, irgendwelche Jumper, kleiner Drop. Also wirklich, ich habe noch nie so einen großen Platz um einen so kleinen Drop Tower gesehen wie da vorne. Und wir müssen noch zum Rapid Roller Coaster rüber. Was ist das denn für eine getigerte Taube, Alter? Wow. Genau, Monorail oder so eine Einschienenbahn gibt es hier auch, Autoscooter. Aber jetzt guck mal bitte, was für ein Riesenplatz das für diesen Mini-Turm ist. Das ist ja total verrückt. Du kannst das auch mal dahin dann drehen. Also ich glaube, das ist auch viel Vorsicht, Stufen, luftleerer Raum. Ja, und da müssen wir einmal kurz hier bei dem Knock-Off-Coaster gucken von, boah, das kriege ich nicht zusammen. Aber es ist geil, dass die da oben echt an diesem Picknick-Table sitzen und es sich gut gehen lassen. Am Rauchen sind und weiß ich nicht, was alles machen. Das sieht erstmal aus wie so eine Vekoma oder Arrow-Achterbahn, aber das ist made in China. Steht auch dran. Weiß ich nicht, ob ich das so groß, so stolz da drauf schreiben würde, wenn das so fährt. Jetzt lädt das hier gerade nicht. Jetzt ist es schon. Übrigens hat mein Verdacht sich irgendwie erhärtet, dass in Peking das Internet ein bisschen blockierter ist als jetzt zum Beispiel hier in Wuhan. Die Great Firewall ist überall gleich, aber die wird mal mehr und mal weniger stark durchgesetzt. Die Ticketbuch ist auch zu. Okay, 17 Uhr ist dann hier wohl Schicht im Schacht. Man muss nicht da die Tickets buchen, man geht zu der Attraktion und kann überall den Ride selbst direkt mit Alipay bezahlen. 2017 wurde diese Bahn eröffnet und jetzt müsst ihr euch festhalten. Ich versuche den Namen zusammenzukriegen von Hebei Senghongye Metal Original Equipment Manufacturing Company Limited. Das war alles falsch wahrscheinlich, aber das ist der Boomerang Roller Coaster, der einfach kein Boomerang ist, weil du hast Kettenlift und der Ding ist ja schon ordentlich hoch, ne? Also wenn man guckt, das sind 33 Meter. Das ist eigentlich eine Standardhöhe. Dann dieser abfallende Drop erinnert erstmal so ein bisschen an den SLC. Und dann geht's in den Looping, den Sidewinder und dann kommt der Double Corkscrew und nochmal eine Helix. Das war wirklich nicht feierlich. Ja, wir brauchen jetzt nicht weiter hier irgendwas absuchen. Also, theoretisch gibt es auch nichts mehr, aber da hinten leuchtet noch ein Karussell, aber wir sind jetzt eigentlich auch durch und die sind hier durch und haben alles zu. Wir sind auf jeden Fall auch wieder eine größere Attraktion als die Fahrgeschäfte hier, weil wir so aussehen, wie wir aussehen. So, da der Kollege hier einfach nur noch nervt, packen wir mal kurz die Kamera ein. Können Sie mir ein Eis geben? Ich hätte gerne So, es gibt wieder was zu probieren. Ich bin aber nicht vorbereitet, weil unser Didi kommt in 3 Minuten. Wir fahren 45 Minuten und bezahlen 6,50 € oder sowas. Wir haben noch mehr, das zeigen wir euch dann noch. Aber das möchte ich jetzt hier einmal tasten. Oh, lecker. Das sieht ja gut aus. Boah, das ist richtig gut, ey. Also wenn ihr mal auf eine Sprite, Limette, Himbeere treffen solltet, greift zu.
Wir sitzen jetzt in so einem Didi und einmal, das ist der Türgriff. Das sieht so crazy, ist mit Anleitung, aber wir haben einen Wackelkontakt, wie ihr vielleicht auch mitkriegt, weil wir immer das sieht die ganze Zeit schon also hier wird wirklich um jeden Zentimeter gekämpft, auf allen Seiten. Also jetzt ist keiner mehr vor uns. Es gibt keinen Grund, dass das so weiterfährt. Aber der Blinker ist auch kaputt. Da klebt ein riesiger Husky drauf. Doch, das geht, glaube ich, ich glaube, das geht über die Scheiben noch. Müssen wir gleich draußen noch mal gucken. Und ja, es ist natürlich jetzt Rush Hour und Action Jackson, aber da kann ich ja auch nichts für. Er ist der Extremste, die haben das aber alle mit dem Wabbelfuß oder Wackelkontakt, weil wir fahren, also bei uns zu Hause hätte ich gedacht, da hat jemand Känguru-Diesel getankt, aber wir hoppeln hier, weil der Duracell-Hase irgendwie ein Hinkebein hat. Und der klebt auf dem Blinker. Der ist kaputt, der Blinker. Stinkt das? Boah, das riecht ja überhaupt nicht künstlich. Wir sind wieder zurück aus dem Wackelkontaktauto. Ich habe mir ein Eis im Stiel geholt. Cool. Oh. Skummi? Skummi? Skummi. Skummi. Gummi. Ich wurde gerade angerufen, ich glaube von dem hier. Open. Ich kack ab. Ja, Sheshe. Ich verstehe dich halt nicht, wenn du mich anrufst, Robby. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit jemandem zu reden, aber das hat nicht aufgehört zu reden. Das verstehe ich jetzt auch. Der Roboter hat angerufen. Klingel doch das nächste Mal bitte. Tschüss, danke. Ich rufe selten auf Festnetz in China an. Wir sind jetzt angekommen am Wuhan-Bahnhof, High-Speed-Bahnhof. Shanglong Paradise. Warum sind hier Rettungsreifen im Tunnel? Was zum... Also, vielleicht jetzt auch mit euch. Was geht denn da oben ab? Jo, was geht denn hier ab?